In Christopher Nolans neuestem Film Dunkirk beschäftigt er sich mit einem Thema, zu dem er bisher noch keinen Film gemacht hatte, nämlich dem Krieg. Nolans Vision für den Film, der die Schlacht von Dünkirchen darstellt, ist ziemlich einzigartig und macht ihn möglicherweise zu einem der besten Kriegsfilme, die wir je gesehen haben. Nolan hatte die Idee, diesen Film zu machen, bevor seine Filmkarriere mit Filmen wie Inception, Interstellar und natürlich noch der Dark Knight Trilogie explodierte. Es ist offensichtlich, dass er dieses Projekt auch mit Sorgfalt behandeln wollte und einen bestmöglichen Film über dieses faszinierende Ereignis drehen wollte. Darüber hinaus machte sich Nolan daran, einen realistischen und spannenden Kriegsfilm zu drehen, der keine durchgängige und unnötige Gewalt enthält. Nolan stellt die Charaktere in eine lebensgefährliche Situation und stellt ihren Überlebenskampf so extrem wie möglich dar, vergisst aber nicht zu zeigen, was man über die einzelnen Figuren wissen muss, in der Handlung geschickt durch kleine Einzelheiten, wie zum Beispiel der Ring am Finger von Cillian Murphys Charakter, zu implementieren und nicht durch irgendwelche klischeehaften Dialoge. Das Skript ist zwar nichts Überragendes, versucht es aber auch nicht zu sein. Alle Gespräche sind sinnvoll geschrieben, geben den Figuren genug Charakter und sind nicht überflüssig. Ursprünglich wollte Nolan Dunkirk sogar als Stummfilm drehen und das merkt man oft, aber nicht im negativen Sinne. Wieder einmal mit dem legendären Komponisten Hans Zimmer vereint, ist der Soundtrack zum Film erwartungsgemäß erstaunlich. Zimmer fügt das Ticken einer Uhr über den gesamten Soundtrack ein. Eine Idee von Nolan, der sich oft in seinen Filmen mit Zeit beschäftigt. Und die allgemeine Spannung und das Gefühl der Zeitnot wird durch dies noch um einiges verstärkt. Zwei unserer Lieblingsstücke sind Supermarine und The Oil, die unserer Meinung nach perfekt im Film eingesetzt wurden. Wie bei früheren Zimmer-Soundtracks in Nolan-Filmen fangen die Stücke langsam an und bauen sich immer weiter auf, bis sie mit einer heftigen Wucht auftreffen. Dies macht einige Szenen extrem fesselnd, besonders eine äußerst aufregende Luftkampfszene im Film hat uns wieder klar gemacht, warum Zimmer einer der besten, wenn nicht der beste Komponist unserer Zeit ist. Die Soundeffekte sollte man ebenfalls loben, die Geräusche der Waffen, der Schiffe, der Flugzeuge und unter anderem dem Meer klingen einfach echt und nicht künstlich. Mit Nolan kehrt auch der holländische Kameramann Hoyt van Hoytema zurück, der an Nolans vorherigen Film Interstellar arbeitete. Hoytema schafft es, Dunkirk absolut perfekt aussehen zu lassen, auch wenn der Film sich um Krieg handelt. Die Farben passen perfekt zur allgemeinen Stimmung und der Film ist insgesamt wie Blade Runner 2049 ein technisches Meisterwerk. Zudem hat er auch eine grandiose Besetzung zu bieten mit Schauspielern, die von früheren Nolan-Filmen zurückkehren wie Tom Hardy und Cillian Murphy, wie auch andere großartige Schauspieler wie Kenneth Branagh und Mark Rylance, die zum ersten Mal mit Nolan arbeiten. Newcomer Finn Whitehead und Harry Styles sind auch in ihren Rollen fantastisch, als zwei britische Soldaten, die mitten in der Evakuierung und in ständiger Gefahr sind. Eine weitere erwähnenswerte Sache ist die 106-minütige Laufzeit. Normalerweise sind Nolans Filme ungefähr 140 bis 180 Minuten lang und wir hätten uns nur zu gern eine weitere Stunde Dunkirk angesehen. Doch wir finden, dass der Film mit der kürzeren Laufzeit eine eventuelle Verlangsamung des Tempos verhindert hat. Auch wenn das Tempo bis zum Ende großartig war. Am Ende des Films sagten wir uns, warte, es ist schon vorbei und wir waren erstaunt darüber, dass wir eben 1 Stunde und 46 Minuten eines packenden Kriegsfilmes gesehen hätten, der uns eher wie 1 Stunde und 20 Minuten vorkam. Alles in allem ist Dunkirk definitiv sehenswert. Die Zweifel, dass Nolan mit Dunkirk einen nicht so mitreißenden Film produzieren würde, wurden nach dem Anschauen dieses neuen Meisterwerkes von ihm beseitigt. Dunkirk ist ein unfassbar packender Film mit einer faszinierenden Art, seine Geschichte zu erzählen. Er vermeidet die meisten, wenn nicht alle Klischees des Genres, hat ein atemberaubendes Szenenbild, einer der besten Soundtracks, den wir in ganz 2017 gehört haben, eine perfekte Laufzeit mit exzellentem Tempo und eine Besetzung, die großartige schauspielerische Leistungen bietet. Wenn man irgendwas kritisieren müsste, würden wir sagen, dass es ein paar Entscheidungen zum Thema Schnitt gab, von denen wir nicht die größten Fans waren. Aber es waren so wenige, dass sie auf den ganzen Film überhaupt keinen Einfluss hatten. Zudem ist der Film ab 12 Jahren freigegeben. Man wird also keine fliegenden Gliedmaßen oder sonstige mit Gewalt überladenen Szenen zu sehen bekommen. Der Film ist auch vielleicht nicht ganz historisch akkurat. Es gab bei der echten Schlacht von Dünkirchen wohl deutlich mehr Schiffe und Flugzeuge, die beim Vorfall anwesend waren. Die Charakterentwicklung wird auch auf jeden Fall einige stören, da der Film sich nicht wirklich intensiv mit einem Charakter beschäftigt. Man wechselt ständig zwischen den Hauptfiguren und es gibt keine Szene, wo man etwas aus dem früheren Leben eines Charakters erfährt. Für manche wird der Film vielleicht auch eher langweilig sein, warum können wir nicht genau sagen. Wenn man Kriegsfilme oder nur Filme im Allgemeinen liebt, diese gerne studiert und nicht oberflächlich betrachtet, muss man Dunkirk sehen. Und wir geben dem Film eine starke 9 von 10 Punkten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, euch hat unsere Kritik zu Dunkirk gefallen und wie immer, habt bis zum nächsten Mal eine
good time.